Vor wenigen Tagen, am 4. Juli 2025, hat Donald Trump One Big Beautiful Bill hier unterzeichnet. Damit ist es nun geltendes Recht. Ist das eine Katastrophe für Amerika und für die Welt oder gibt es hier Chancen? Was heißt das für dich? Genau mit diesen Themen wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Wenn du dir so die Medienlandschaft anschaust, vor allen Dingen in Europa, aber natürlich auch in den USA, vor allen Dingen auch die Fachpresse, sagen wir mal die Wirtschaftswoche und auch das Handelsblatt oder auch im UK den Daily Telegraph, die schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen. Was hat der Trump da wieder gemacht? Es ist ja ein furchtbares Gesetz, was er hier veröffentlicht hat. Die Neuverschuldung wird massiv erhöht, die Defizite werden massiv erhöht und das schon zu einem Moment, wo die finanzielle Lage der USA ohnehin sehr prekär ist. Wir wissen ja, 36 Billionen, also 36.000 Milliarden Dollar Schulden haben die USA und es ist ja schon jetzt schwierig, hier die Staatsanleihen zu verkaufen. Wir haben es immer wieder gesehen bei den Versteigerungen dieser Staatsanleihen, dieser Treasury Bonds gibt es Verzögerungen und relativ hohe Aufschläge, die hier bezahlt werden müssen durch den amerikanischen Staat, damit überhaupt noch jemand diese Staatsanleihen abnimmt. China, Japan und andere fremde Käufer dieser Papiere switchen auf andere Werte um, vor allem den Gold. Das ist ja der wichtigste Grund, warum Gold in den letzten Jahren so stark angestiegen ist. Man switcht hier eben von diesen Treasuries auf andere stabile Geldanlagen. Und nun soll das alles noch schlimmer werden, denn nun sollen ja weitere Billionen an Schulden hier gemacht werden. Dazu scheint Trump hier auf alte Technologien zu setzen, also Benzin, Kohle und so weiter und so fort, während moderne Technologien inklusive die Elektrifizierung des Verkehrs hier nicht mehr subventioniert werden, grüne Energie nicht mehr subventioniert wird. Hier hat man entsprechende Gesetze, die Präsident Biden verabschiedet hat. Diese werden nun einfach nicht mehr weiter umgesetzt. Und nun mag man denken, was man will über erneuerbare Energien. Zweifellos ist China hier der Marktführer und China wird nun dieser Markt praktisch hier überlassen. China setzt ja nicht auf erneuerbare Energien, weil sie besonders umweltfreundlich sind, sondern weil sie sich damit unabhängig machen vom Öl, weil sie sich denken, naja, über Solar und Wind können wir hier jede Menge freie Energie letztlich für unser Land bekommen und sind dann nicht mehr von anderen Ländern wie zum Beispiel Russland, den USA oder den Ländern im Mittleren Osten abhängig. Das wird nun hier kampflos letztlich den Chinesen überlassen. Das alles sind natürlich Dinge, die man hier kritisch sehen muss. Aber wer nur diese kritischen Aspekte hier betrachtet, der versteht natürlich völlig falsch, um was es bei dieser Bill eigentlich wirklich geht, bei dieser One Big Beautiful Bill, bei diesem Haushaltsentwurf. Diese verfolgt im Grunde nur ein wichtiges Ziel und dieses Ziel ist, dass die Republikaner die Midterm Elections 2026 gewinnen. Du hast vielleicht schon gehört, was diese Midterms sind. In den USA ist es ja so, dass das Repräsentantenhaus, also vergleichbar mit dem Bundestag in Deutschland, also die untere Kammer des Parlaments hier nicht komplett alle 4 Jahre gewählt wird, sondern alle 2 Jahre wird hier jeweils die Hälfte der Abgeordneten ausgetauscht. Normalerweise passiert dann Folgendes, dass die Partei, die gerade die Präsidentschaft gewonnen hat, also jetzt die Republikaner, dann diese Midterms verlieren, weil natürlich die Leute schon wieder unzufrieden sind mit dem neu gewählten Präsidenten und es dann hier der Partei heimzahlen wollen. Das will Trump auf jeden Fall verhindern, denn er will kein lame duck Präsident sein, der hier dann letztlich durch das Repräsentantenhaus gejagt wird und dem das Leben schwer gemacht wird. Deswegen oberste Priorität, diese Wahl zu gewinnen und dieses Gesetzespaket One Big Beautiful Bill hat eigentlich nur das eine Ziel und das ist, diese Wahl zu gewinnen. Das heißt, wie kann ich es erreichen, dass jetzt hier sehr kurzfristig sehr hohes Wirtschaftswachstum erzeugt wird, dass die Leute Jobs haben, dass die Wirtschaft wächst, dass die Aktien steigen. Die Aktien sind ja enorm wichtig in den USA, viel wichtiger als in Deutschland zum Beispiel, weil ja jeder Amerikaner hier so einen 401k-Plan hat, also letztlich seine Altersvorsorge abgesichert hat durch Aktien, die sogenannte Aktienrente. Das ist ja in den USA schon lange Realität. Das heißt, wenn die Aktien fallen, dann fallen sozusagen die Renten und das ist natürlich extrem schlecht an der Wahlurne. Deshalb für Trump nur eine Priorität. Die Aktienkurse müssen steigen, es müssen Jobs geschaffen werden, die Wirtschaft muss brummen. Wie das erreicht wird, völlig egal. Deswegen jetzt hier gigantische Subventionspakete für alle möglichen Maßnahmen, Steuersenkungen im privaten Bereich, aber natürlich auch im unternehmerischen Bereich. Viele der Steuersenkungen, die Trump zum Beispiel
2016, 17 beschlossen hat, die nur temporär hier verankert waren, sind nun hier nicht mehr unbefristet, sondern ganz grundsätzlich in der Steuergesetzgebung der USA festgehalten worden. Was ist das zum Beispiel? Jeder, der in den USA selbstständig ist, kann seit Trump zum Beispiel 20% hier seines Umsatzes pauschal als Betriebsausgaben absetzen. Das ist jetzt hier ein permanentes Feature in der US-Steuergesetzgebung. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ein amerikanisches Unternehmen, eine Corporation, also eine Kapitalgesellschaft im Ausland hier Gewinne erwirtschaftet, dann muss sie auf dieser im Ausland erwirtschafteten Gewinne nur 14% Steuern bezahlen und nicht die 21%, die sonst üblich sind. Auch dieses Feature wurde nun hier im Gesetz verankert. Ein anderer wichtiger Punkt ist ja, dass viele US-Unternehmen im Ausland hier Geld bunkern. Man denkt an Apple zum Beispiel, die ja gigantische Geldsummen in Irland bunkern, beziehungsweise auf Jersey. Wenn dieses Geld dann zurückgeführt wird in die US-Holding, dann sind bis vor wenigen Jahren Steuern hier fällig geworden. Auch Trump hatte hier bei seiner letzten Steuerreform schon ein ähnliches System eingeführt, wie wir es ja auch in Europa kennen. Das heißt also zum Beispiel, wenn eine französische Holding von einer deutschen GmbH hier Gewinne bekommt, dann werden die in der Holding nicht nochmal besteuert. Das Gleiche gibt es ebenfalls in den USA seit wenigen Jahren und wurde jetzt hier mehr oder weniger auch permanent in der Steuergesetzgebung veranlagt. Dann gibt es hier viele Steuervergünstigungen und Subventionen für Unternehmen, die zum Beispiel in Schlüsseltechnologien investieren und dort Unternehmen aufbauen, zum Beispiel KI, zum Beispiel auch Kernenergie. Generell alles, was hier auf Produktion in den USA schließen lässt, das soll jetzt hier stark gefördert werden. Und hier komme ich jetzt eigentlich zu dem strategischen Aspekt dieser Bill und das ist im Grunde eine gigantische Wette auf die künstliche Intelligenz, meiner Meinung nach. Es gibt momentan viele Berichte in den Medien, in den traditionellen Medien, wie auch in den neuen Medien, zum Beispiel YouTube, wie schnell jetzt eigentlich die KI hier bestimmte Jobs ersetzen wird. Und zwar geht das möglicherweise mit erschreckender Geschwindigkeit, muss man tatsächlich sagen. Und wir reden jetzt hier nicht nur Jobs wie zum Beispiel in der Softwareentwicklung, sondern auch von manuellen Jobs wie zum Beispiel Fabrikarbeiter oder auch Klempner. Man denkt hier zum Beispiel an humanoide Roboter. Und im Grunde genommen ist das die ganz große Wette, die hier Trump macht. Er geht davon aus, dass in den USA in Zukunft produziert wird, aber eben nicht mehr von Menschen, sondern turbocharged letztlich mit KI, das heißt mit Robotern, aber nicht nur mit Robotern, die dann tatsächlich hier produzieren, sondern eben auch Produktionsabläufe, die komplett mit KI optimiert sind. Ja, also da erwarten ja etliche hier ein gigantisches Wirtschaftswachstum und im Grunde genommen will Trump diese Jobs in den USA schaffen. Jobs, die von Robotern dann ausgeführt wurden, Produktionsanlagen, die voll über Roboter, KI-gesteuerte Roboter dann ausgeführt werden und er verspricht sich dadurch eben eine gigantische Effizienz, ein gigantisches Wirtschaftswachstum, dann natürlich auch einen Abbau der Schulden. Das ist das, was im Grunde genommen auch schon hier mit dieser One Big Beautiful Bill hier tatsächlich beschrieben wird. Das sehen wir nicht in unseren Medien, darüber wird dort nicht diskutiert. Natürlich ist es auch ein wirkliches Roulette-Spiel. Wird es wirklich so kommen oder nicht? Da gibt es verschiedene Experten, die hier verschiedene Prognosen haben. Aber ohne die KI-Brille, sage ich mal, kann man diese Bill nicht sehen, kann man dieses Gesetz nicht verstehen. Und im Grunde geht Trump und sein Team davon aus, ob das richtig ist oder nicht, das können wir jetzt hier nicht sagen. Da kannst du deine eigene Meinung dazu haben, dass der Vorteil, der durch die KI entsteht, so gigantisch ist. Wachstum durch die KI-gesteuerten Produktionsprozesse so gigantisch ist, dass damit alle Schulden hier locker bedient werden können. Das Wirtschaftswachstum, so erhofft man sich, ist so groß, dass dann die USA tatsächlich hier zu einem neuen Produktionshub werden können. Vielleicht sogar zu einer neuen Werkbank der Welt, wie es China jetzt eben ist, aber nicht auf Basis von menschlicher Produktion, sondern eben auf Basis von KI und Robotern. Schöne neue Welt oder nicht, darum soll es jetzt hier gar nicht gehen, aber das ist das, was sich Trump und sein Team vorstellen. Das ist der Hintergrund dieser Big Beautiful Bill. Also es gibt einen ganz starken taktischen Fokus auf die Midterms und dann Long-Term meiner Meinung nach ist es die KI-gesteuerte Produktionsrevolution in den USA. Für Anleger, meiner Meinung nach, heißt es, dass US-Aktien in den nächsten Jahren wenigstens kurzfristig sehr stark steigen werden. Das heißt, wenn du da investiert bist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eigentlich dort negativ werden kann. Aber wer weiß, es gibt natürlich hier viele Parameter, die hier ziemlich sensibel sind. Und die Schulden sind natürlich immer eine Sache. Wenn jetzt hier die Märkte den Glauben verlieren an die USA, was selbstverständlich passieren kann, dann sieht es natürlich zappenduster aus, nicht nur für die USA oder die Welt, aber
Wie gesagt, man muss das ganze ja nicht gut finden, was da passiert, aber man kann trotzdem davon profitieren. Das heißt, ich würde dir empfehlen, dir dazu mal Gedanken zu machen. Vielleicht kann es jetzt doch Sinn machen, in US-Werte einzusteigen, entgegen dem, was ja viele andere sagen. Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, wie tief jetzt der Dollarkurs momentan gegenüber dem Euro ist, kannst du da vielleicht sogar noch ein Schnäppchen machen. So, wenn auch dich das jetzt animiert hat, hier in den USA ein Unternehmen zu gründen, dort unternehmerisch tätig zu werden oder in die USA sogar umzuziehen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich bin 2008 selbst in die USA umgezogen. Seitdem helfen wir deutschsprachigen Mandanten dabei, dorthin umzuziehen, ein Unternehmen zu gründen und natürlich auch die ganze steuerliche Betreuung zu übernehmen. Ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.